Deer College. Übersicht. The Deer College, zu Deutsch die Hirsch-Hochschule, ist eine koedukative Hochschule für freie Künste und okkulte Wissenschaften im Herzen des malerischen Three Portlands, einem extradimensionalen Stadtstaat, der an den amerikanischen Nordwesten und Südengland angrenzt. Mit einem Lehrplan, der sich auf die Verbindung profaner und okkulter Disziplinen konzentriert, und einem angesehenen Parakunstprogramm wird Deer College oft als das Pendant der freien Künste zu seinem von den GOC gesponserten Rivalen in der Stadt, ICSUT Portlands, angesehen. Eine Reihe von prominenten Persönlichkeiten in der anomalen Welt sind Absolventen von Deer, darunter Vincent Anderson, der CEO von Anderson Robotics, und Esther Lesbian-Gengar Kogan, eine der Mitbegründerinnen von Gamers Against Weed. Da die Aktivitäten der Foundation in Three Portlands durch eine Reihe von Vereinbarungen mit der Unusual Incidents Unit des FBI stark eingeschränkt sind, ist das Deer College selbst relativ frei von Interventionen der Foundation. Jedoch werden alle Deer-Absolventen automatisch als Personen von Interesse gekennzeichnet und können einer verstärkten Prüfung durch die Foundation unterzogen werden. Das 1948 im Südosten von Three Portlands gegründete Deer College ist ein koedukatives College für freie Künste und Naturwissenschaften. Bekannt für die bahnbrechende Integration okkulter Studien in den Lehrplan der freien Künste, ist Deer College bekannt für seinen hohen Standard in magischer Praxis, kreativem Denken und engagierter multiversaler Bürgerschaft. Deer-Studierende streben den Bachelor of Arts in über 40 Hauptfächern und Schwerpunkten an. Der Lehrplan umfasst einen einjährigen Okkultismuskurs, umfassende Verteilungsanforderungen und eine Abschlussarbeit. Jeder Studierende stellt sein eigenes Studienprogramm zusammen, indem er ein traditionelles Hauptfach mit einem Schwerpunkt im Okkultismus kombiniert oder aus einer Reihe etablierter interdisziplinärer Hauptfächer wählt. Ein Studierenden-Dozenten-Verhältnis von 9:1 und kleine, konferenzähnliche Kurse ermöglichen es den Dozenten, die Studierenden umfassend zu betreuen und in Einzelgesprächen mit ihnen zu diskutieren. Mission und Geschichte. Das Deer College ist eine Hochschule für okkulte Künste und Wissenschaften, die sich dem intrinsischen Wert intellektueller und magischer Bestrebungen widmet und höchsten Ansprüchen an Wissenschaft, kritisches Denken und Kreativität folgt. Seit seiner Gründung 1948 als unabhängige Hochschule ist das Deer College einem zentralen Ziel treu geblieben: eine ausgewogene und umfassende magische Ausbildung zu bieten, die höchsten akademischen Ansprüchen gerecht wird. Geschichte des Colleges. Das Deer College wurde 1948 gegründet und hielt 1950 seinen ersten Unterricht ab. Deer ist nach dem Reed College benannt, seinem weltlichen Gegenstück in Portland, Oregon. Seine Gründer, Zachary Knorr und Matthias Chabot, waren Reed-Absolventen, die mit dem Mangel an okkulten Studien an ihrer Alma Mater unzufrieden waren und beschlossen, in den drei Portlands, auf dem multiversalen Schatten von Reed selbst, ein College für okkulte Künste und Wissenschaften zu gründen. Indem sie die Geister der Reed-Gründer Simeon und Amanda Reed beschworen und sie parallel zum Gelände ihres Colleges an die drei Portlands banden, gelang es Knorr und Chabot, Reeds multiversalen Schatten zu stabilisieren und aus dem Äther den Campus des Deer College in seiner heutigen Form zu erschaffen. Deers erster Präsident war Gründer Zachary Knorr, der von 1948 bis 1956 amtierte. Ihm folgten Horatius Garillia von 1956 bis 1960, Jan Gringhuis von 1960 bis 1964, Heather Davis von 1964 bis 1977, Paul E. Bragdon von 1977 bis 1988, Professor Zebediah Again von 1988 bis 1990 amtierender Präsident, Timothy Wormwood von 1990 bis 1900. Der derzeitige College-Präsident ist Benjamin Lund, der das Amt 2011 übernahm. Inklusion und Diversität. Das Deer College ist eine Gemeinschaft, die sich ernsthafter und offener magischer Forschung widmet. Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter können sich unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Rasse, Spezies, Religion, Alter, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Nationalität, Herkunftsuniversum, sozioökonomischem Status, Behinderung, Sterblichkeit oder Körperlichkeit uneingeschränkt beteiligen. Zahlreiche Deer-Stipendien stehen Studierenden aus marginalisierten Verhältnissen zur Verfügung.
Bestimmte Studierendengruppen haben Zugang zu Wohnmöglichkeiten, die es ihnen ermöglichen, mit anderen zusammenzuleben, die ihre besonderen Herausforderungen teilen. Akademiker. Eine Ausbildung am Deer College verbindet breites Wissen über den gesamten Lehrplan mit fundiertem Wissen in einem bestimmten Studienfach. Studierende wählen ihr eigenes Hauptfach aus 2 Studienfächern, einem weltlichen und einem okkulten. Jeder Studierende wird von einem Professor aus jeder seiner Abteilungen betreut und erhält von beiden individuelle Betreuung. Die akademischen Abteilungen von Deer sind in weltliche und okkulte Abteilungen unterteilt. Mit Ausnahme der Abteilung für Metaphysik, die sowohl weltliche als auch okkulte Abteilungen umfasst. Weltliche Abteilungen. Abteilung für Künste. Die Abteilung für Kunst umfasst Abteilungen, die sich auf alle Arten kreativen Schaffens konzentrieren. Obwohl viele Studierende der Abteilung für Kunst Anart als okkulten Schwerpunkt wählen, ist dies keineswegs eine Voraussetzung. Die Abteilung für Kunst erkennt an, dass auch andere Methoden als traditionelle Anart-Techniken ebenso ausdrucksstark sein können. Abteilungsleiter: Profechti An Liao, Kunstgeschichte seit 2007. Fachbereiche und Hauptfächer: Kunst, Kunstgeschichte, Tanz, Musik, Theater. Abteilung für Literatur und Sprache. Die Abteilung für Literatur und Sprache umfasst Abteilungen, die Literatur- und Fremdsprachen sowie mehrere allgemeinere Studienbereiche studieren. Abteilungsleiterin: Prophet Ana González, Spanisch seit 2012. Abteilungen und Hauptfächer: Keltisch, Chinesisch, vergleichende Literaturwissenschaft, kreatives Schreiben, Englisch, Französisch, Deutsch, Linguistik, Russisch, Spanisch. Abteilung für Geschichte und Sozialwissenschaften. Die Abteilung für Geschichte und Sozialwissenschaften umfasst alle Abteilungen, die die Geschichte, Kultur und Gesellschaft der Menschheit mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Abteilungsleiter: Profete Tom Humphrey, Geschichte seit 1979. Abteilungen und Hauptfächer: Anthropologie, klassische Altertumswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Geschichte, Politikwissenschaft, Psychologie, Religion, Soziologie. Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften. Die Abteilung für Mathematik und Naturwissenschaften umfasst die Abteilungen, die die alltäglichen Wissenschaften nutzen, um zu einem besseren Verständnis des Universums zu gelangen. Abteilungsleiter: Prophet Bethel Geuse, Astronomie, seit 1952. Fachbereiche und Hauptfächer: Astronomie, Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik. Okkulte Abteilungen. Abteilung für unnatürliche Wissenschaften. Die Abteilung für unnatürliche Wissenschaften umfasst jene Abteilungen, die zwar den weltlichen Wissenschaftsbereichen nahestehen, jedoch mit okkulten Kräften arbeiten oder diese erforschen, die von weltlichen Wissenschaftlern nicht beachtet werden. Abteilungsleiter: Dr. Albert Lauingen, Alchemie seit 2003. Abteilungen und Hauptfächer: Alchemie, Kryptozoologie, Memetik, Numerologie, Parapsychologie. Aufteilung der Anrufung und Beschwörung. Die Abteilung für Anrufung und Beschwörung umfasst Abteilungen, die sich auf die Interaktion mit extradimensionalen oder anderweitig übernatürlichen Wesen konzentrieren. Abteilungsleiter: Professor Mansour ibn Samyasas, Theurgie seit 2011. Abteilungen und Hauptfächer: Dämonologie, Feenwissenschaften, Nekromantie, Theurgie. Abteilung für magische Künste. Die Abteilung für magische Künste umfasst alle okkulten Abteilungen, die nicht von einer anderen Abteilung abgedeckt werden. Abteilungsleiter: Professor Hieronymus Nosch, Anart seit 2008. Abteilungen und Hauptfächer: Anart, Druidentum, Ritualstudien, Taumatologie. Abteilung für Metaphysik. Die Abteilung für Metaphysik umfasst Abteilungen, die sich mit den größeren Zusammenhängen des Multiversums befassen, anstatt sich auf eine bestimmte Facette zu konzentrieren. Sie ist einzigartig, da sie sowohl okkulte als auch weltliche Abteilungen umfasst. Abteilungsleiter: Professor Dominic Hall, Philosophie, seit 1999. Abteilungen und Hauptfächer: Wahrsagen, Ontokinetik, Philosophie, Pataphysik, Theologie, angewandt, Theologie, theoretisch. Campus Leben. Der Campus des Deer College liegt im Herzen des südöstlichen Three Portlands.
nur eine kurze Rad- oder Straßenbahnfahrt von der Innenstadt entfernt. Die meisten Studierenden des Deer College wohnen auf dem Campus. Eine Unterkunft ist für die ersten 2 Jahre garantiert, obwohl Studierende höherer Semester oft in einem Haus oder einer Wohnung in der Nähe wohnen. Gehäuse. Der Studierenden wird für die ersten 2 Jahre auf dem Campus eine Unterkunft garantiert. Das Wohnen in Deer umfasst Mehrjahres- und Mehrfamilienwohnheime, hochschuleigene Apartments in Campusnähe und mehrere Sprachhäuser. Studierende können sich auch für einen Aufenthalt in den Wohngemeinschaften von Deer bewerben. Diese bieten die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zu leben und Gemeinschaften aufzubauen. Wohnheime. Die Wohnheime von Deer sollen starke Studentengemeinschaften aufbauen und nicht nur einen Schlafplatz bieten. Vom Old Dorm Block, der aus dem multiversalen Schatten des gleichnamigen Reed-Wohnheims hervorgegangen ist, bis zum neu errichteten Blackwood Hall, bieten die Wohnheime den Deer-Studenten eine sichere, erschwingliche und wenig spukende Wohnmöglichkeit. Die meisten Zimmer sind Einzel- oder geteilte Doppelzimmer, wobei Erstsemester auch in ungeteilten Doppel- oder Dreibettsimmern untergebracht werden können. Sprachhäuser. In den Sprachhäusern ist jeweils ein Gastsprachler tätig, der mit den Studierenden zusammenlebt und ihnen hilft, eine Gemeinschaft rund um die Fremdsprache und Kultur aufzubauen. Jedes Sprachhaus hat ein eigenes Gebäude auf der Ostseite des Campus, mit Ausnahme des arabischen Hauses, das sich im 2. Stock des Anderson-Wohnheims befindet. Deer hat derzeit 6 Sprachhäuser: Arabisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Spanisch. Das Enochian-Haus ist lediglich ein Gerücht auf dem Campus. Studierende, die behaupten, das Enochian-Haus besucht, dort gewohnt oder Enochian-Unterricht besucht zu haben, sollten dies der Sicherheitsbehörde melden. Genossenschaftswohnungen. Wohngemeinschaften stehen Erstsemestern in der Regel nicht zur Verfügung. Jede Wohngemeinschaft hat ein eigenes Gebäude auf dem Campus. Anstatt einem festen Wohnberater zuzuordnen, wählen die Studierenden selbst einen Wohngemeinschaftskoordinator, der in ihrem Namen mit dem Office of Residence Life kommuniziert. Manche Wohngemeinschaften haben Aufnahmekriterien, die Studierende erfüllen müssen, bevor sie sich bewerben können. Canyon House. Im Zentrum des Deer Campus befindet sich der Canyon, ein Wald- und Feuchtgebiet, das eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten beheimatet, die nur in Three Portlands heimisch sind. Irgendwo im Canyon, geschützt durch die uralte druidische Magie der Natur, liegt Canyon House, eine Gemeinschaft, die sich dem Verständnis und dem Zusammenleben mit der Natur verschrieben hat. Studierende, die sich für einen Aufenthalt im Canyon House bewerben, sollten sich für den Umweltschutz engagieren und bereit sein, mit den Tieren und Geistern der Natur zu leben und zu arbeiten. Spukhaus. Das Spukhaus soll körperlosen und postmortalen Studierenden einen Raum bieten, um eine Gemeinschaft frei vom Stigma des Nichtlebenden aufzubauen. Bewerber für das Spukhaus müssen postmortale Wesen sein. Die meisten Bewerber waren Geister und Gespenster, aber jeder, der gestorben ist und durch ein profanes nekromantisches Ritual, unerledigte Angelegenheiten oder schlichte Weigerung zu sterben aus dem Grab zurückgekehrt ist willkommen. Matchy. Wenn der Slogan für die Wissenschaft ihr Herz höher schlagen lässt, um ihren Kreislauf zu verbessern, könnte Matchy genau das Richtige für sie sein. Matchy ist eine Community für alle, die die Grenzen der Wissenschaft über das hinaus erweitern wollen, was der Mensch eigentlich wissen sollte. Ob es nun um nächtliche Bioalchemie-Lernsitzungen, das Basteln unheimlicher Patchwork-Kreaturen im Keller oder einfach nur um den Austausch von Tipps zur Reinigung von Laborkitteln geht. Jeder, der sich für die neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technologie interessiert, ist hier willkommen. Der Transport. Logistik. Deer ist mit der Straßenbahn oder Stadtbahn etwa 20 Minuten von der Innenstadt von Three Portlands entfernt. Obwohl es in der Stadt keine Autos gibt, verfügt Three Portlands über ausgezeichnete Radwege und öffentliche Verkehrsmittel, sodass man sich auch ohne Auto problemlos fortbewegen kann. Lokaler Transit. Die Stadt Three Portlands verfügt über ein gut ausgebautes und erschwingliches öffentliches Verkehrssystem. Der Deer Campus ist 10 Gehminuten von einer Stadtbahnhaltestelle entfernt und mehrere Straßenbahnlinien halten auf dem Campus oder in dessen Nähe. Da die Mitnahme von Autos nach Three Portlands schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, sind die Möglichkeiten zur Fortbewegung eingeschränkt. Die meisten Einwohner fahren mit dem Fahrrad oder Elektroroller. Studierende können ihre Fahrräder, Roller, fliegenden Teppiche, Besen, Skateboards und andere private Fahrzeuge beim Community Safety anmelden.
Die Sicherheitsbeauftragten können jedes registrierte Fahrzeug in 3 Portlands oder den 3 Portlands im Falle eines Diebstahls oder Verlusts orten. Multiversaler Transit. Vom Deer Campus aus ist Portland, Oregon über verschiedene Wege sehr leicht zu erreichen. Selbst für diejenigen, die kein Talent für transuniverselle Passagen haben, gibt es in der Nähe mehrere gut markierte, auf der Seite von 3 Portlands Orte, die es ermöglichen, von unserer kleinen Taschendimension in die reale Welt zu reisen. Es gibt sogar 2 Wege auf dem Campus, einen in den Dampftunneln unter der Knorr Hall, einen weiteren in einem Mammutbaum vor der Bibliothek, die den Benutzer direkt zur Deers Partnerschule Reed führen. Obwohl Deer nicht die gleichen engen metaphysischen Verbindungen zu den anderen beiden Portlands hat, sind die nächstgelegenen Wege dennoch gut vom Campus aus erreichbar und jeweils etwa 20 Gehminuten entfernt. Portland, Maine, erreicht man über die Gasse hinter dem Café Muck Runneth Over an der Ecke Roselawn und 17th, fragen Sie den Barista nach der Kombination. Die Isle of Portland erreicht man durch einen kleinen Tunnel in einer Hecke im Hinterhof der 3125 SE Flanagan Ave, wobei es höflich ist, vorher die Besitzer zu fragen. Deer-Studenten haben außerdem Zugang zur Wanderers Library, wenn sie ein optionales 2-wöchiges Sicherheits- und Etikette-Seminar absolvieren, das zu Beginn jedes Semesters angeboten wird. Nach Abschluss dieses Kurses erhalten Sie Zugang zur Bibliothek durch die Tür am Fuß der nordwestlichen Treppe der Deers Wormwood Memorial Library. Dazu müssen Sie Ihren Deer-Ausweis durch das Lesegerät ziehen und dem Dämon, der im Schloss wohnt, einen Tropfen Blut anbieten.